Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Jack, wie geht es dir heute? Hallo Emily, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Interessantes sprechen, das ich im Internet gelernt habe. Lernst du gerne neue Dinge online? Ja, das tue ich. Ich nutze oft das Internet, um über viele Themen zu lernen. Was hast du kürzlich gelernt? Ich habe gelernt, wie man hausgemachte Seife macht. Es ist ein einfacher und lustiger Prozess. Das klingt interessant. Ich habe noch nie Seife gemacht. Wie hast du darüber gelernt? Ich habe ein kurzes Video auf einer Webseite namens YouTube angeschaut. Das Video zeigte die Schritte zur Herstellung von Seife mit natürlichen Zutaten. Ich mag YouTube. Dort gibt es viele lehrreiche Videos. Kannst du mir mehr über den Seifenherstellungsprozess erzählen? Natürlich. Das Video erklärte, dass man einige grundlegende Zutaten benötigt. Natronlauge, Wasser und Öle. Man kann Kokosöl, Olivenöl oder andere natürliche Öle verwenden. Ich weiß, dass Natronlauge eine starke Chemikalie ist. Ist es sicher, sie zu verwenden? Ja, es kann sicher sein, wenn du die Anweisungen sorgfältig befolgst. Du musst Handschuhe und eine Schutzbrille tragen, wenn du Natronlauge mit Wasser mischst. Sicherheit ist wichtig. Das macht Sinn. Was machst du, nachdem du Natronlauge und Wasser gemischt hast? Nachdem du gemischt hast, lässt du die Natronlauge abkühlen. Dann erhitzt du die Öle, bis sie warm sind. Als nächstes mischst du die Natronlauge mit den Ölen. Diese Mischung nennt man Verseifung. Es ist die chemische Reaktion, die Seife herstellt. Ich verstehe. Wie lange dauert es, die Seife herzustellen? Der gesamte Prozess dauert ein paar Stunden, aber die Seife muss etwa 4 bis 6 Wochen reifen, bevor du sie verwenden kannst. In dieser Zeit verändern sich Natronlauge und Öle und werden zu Seife. Das ist interessant. Ich finde es gut, dass man natürliche Zutaten verwenden kann. Kann man der Seife Düfte oder Farben hinzufügen? Ja, das kannst du. Im Video wurde gezeigt, dass du ätherische Öle für einen angenehmen Duft hinzufügen kannst, wie Lavende oder Zitrone. Du kannst auch natürliche Farbstoffe wie Kurkuma oder Kakaopulver verwenden. Ich finde die Idee, bunte und duftende Seife herzustellen, toll. Ist es sehr schwierig zu lernen? Nein, das Video war sehr klar und leicht verständlich. Ich denke, selbst ein Anfänger kann es versuchen. Ich möchte dieses Wochenende Seife machen. Das klingt nach einem spannenden Projekt. Musst du spezielle Werkzeuge kaufen? Du benötigst ein paar einfache Werkzeuge, wie eine Waage zum Abmessen der Zutaten, ein Thermometer und eine Rührschüssel. Du kannst einen alten Mixer verwenden, um die Öle und die Natronlauge zu mischen. Ich habe einige dieser Werkzeuge zu Hause. Vielleicht probiere ich es auch aus. Wo kann ich mehr Informationen über die Seifenherstellung finden? Ich habe viele Rezepte und Tipps auf einer Webseite namens soapmaking101.com gefunden. Dort gibt es detaillierte Anleitungen und Sicherheitshinweise. Ich werde mir diese Webseite ansehen. Es ist großartig, neue Fähigkeiten über das Internet zu lernen. Ich habe über die Seifenherstellung gelernt und man kann auch über Kochen, Gartenarbeit oder sogar Programmierung lernen. Ja, das Internet ist eine wertvolle Ressource. Ich habe viele Rezepte und die Projekte online gelernt.
Ich finde, dass das Lernen neuer Dinge mich kreativer und selbstbewusster macht. Ich stimme zu. Manchmal verbringe ich jeden Tag 1 oder 2 Stunden damit, lehrreiche Videos zu schauen oder Artikel zu lesen. Das ist eine gute Möglichkeit, meine Freizeit zu nutzen. Ich versuche, meine Bildschirmzeit mit anderen Aktivitäten auszubalancieren, wie ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen. Es ist wichtig, eine gesunde Routine zu haben. Ja, zu viel Bildschirmzeit kann ermüdend sein. Ich mache immer Pausen, wenn ich lange Videos schaue. Das ist eine gute Angewohnheit. Ich stelle normalerweise einen Timer ein, um mich alle 30 Minuten an eine Pause zu erinnern. Das werde ich beim nächsten Mal versuchen. Um zusammenzufassen, du hast gelernt, wie man hausgemachte Seife macht, indem du ein Video auf YouTube angeschaut hast. Du hast über die Zutaten, den Prozess und die Sicherheitshinweise gelernt. Genau. Ich bin gespannt, es auszuprobieren. Ich denke, Seife herzustellen macht nicht nur Spaß, sondern ist auch eine Möglichkeit, natürliche Produkte zu verwenden. Es ist eine großartige Alternative zu gekaufter Seife, die möglicherweise künstliche Zutaten enthält. Ich stimme zu. Viele Menschen interessieren sich heutzutage für natürliche und biologische Produkte. Die eigene Seife herzustellen kann eine gesunde Wahl und ein kreatives Hobby sein. Ich finde es auch toll, dass man die Seife mit seinen Lieblingsdüften und Farben anpassen kann. Jeder Riegel kann einzigartig sein. Ich kann mir vorstellen, handgemachte Seife als Geschenk zu geben. Es wäre ein durchdachtes Präsent für Freunde und Familie. Ja, ich plane, einige zusätzliche Riegel für meine Schwester zu machen. Sie liebt natürliche Hautpflegeprodukte. Das ist eine wunderbare Idee. Vielleicht probiere ich etwas Seife zum Geburtstag meiner Mutter zu machen. Sie würde sich über ein handgemachtes Geschenk freuen. Ich freue mich, das, was ich gelernt habe, zu teilen. Wenn du es versuchst, können wir unsere Rezepte und Erfahrungen vergleichen. Das würde ich sehr gerne. Gemeinsam zu lernen macht noch mehr Spaß. Hast du noch andere Themen im Kopf, über die du kürzlich gelernt hast? Ja, ich habe ein wenig über Programmierung gelernt. Ich habe ein kurzes Video angeschaut, wie man eine einfache Webseite mit HTML und CSS erstellt. Das ist interessant. Ich wollte schon immer mehr über Programmierung wissen. War das Video leicht verständlich? Ja, das war es. Der Sprecher erklärte jeden Schritt klar. Ich habe gelernt, wie man einfachen Code schreibt und eine einfache Webseite mit Text und Bildern gestaltet. Vielleicht schaue ich mir auch dieses Video an. Programmierung scheint eine nützliche Fähigkeit in der heutigen digitalen Welt zu sein. Ich stimme zu. Viele Jobs erfordern ein gewisses Wissen über Programmierung. Es ist eine gute Idee, die Grundlagen zu lernen. Ich lerne auch gerne neue Rezepte. Letzte Woche habe ich ein neues Pasta-Rezept ausprobiert, das ich online gefunden habe. Es war sehr lecker. Ich liebe Pasta. Hast du ein Video oder ein schriftliches Rezept verwendet? Ich habe ein Videorezept verwendet. Es hat mir Schritt für Schritt gezeigt, wie man die Sauce macht und die Pasta kocht. Ich habe einige neue Kochtechniken gelernt, die ich wiederverwenden möchte. Kochvideos anzuschauen macht Spaß. Ich lerne oft neue Gerichte und Ideen für meine Mahlzeiten. Manchmal versuche ich sogar, verschiedene Rezepte zu kombinieren, um etwas Neues zu kreieren. Das ist eine großartige Möglichkeit, kreativ in der Küche zu sein. Ich glaube, dass Lernen Spaß machen und praktisch sein sollte. Das Internet bietet uns viele Möglichkeiten, neue Dinge zu lernen und auszuprobieren. Ja, das tut es.
Ich fühle mich glücklich, so viele Ressourcen zur Verfügung zu haben. Ich erinnere mich, dass ich als Kind oft Bücher in der Bibliothek gelesen habe. Jetzt kann ich alles online lernen. Das Internet hat die Art und Weise, wie wir lernen, verändert. Es macht Informationen leicht zugänglich und teilbar. Allerdings müssen wir darauf achten, zuverlässige Quellen zu nutzen. Das stimmt. Nicht alle Informationen im Internet sind korrekt. Ich überprüfe immer die Quelle und Lesebewertungen, bevor ich ein neues Rezept oder Projekt ausprobiere. Ich mache das Gleiche. Ich suche nach Videos von vertrauenswürdigen Erstellern oder bekannten Webseiten. So kann ich sicher und effektiv lernen. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ich fühle mich inspirierter, neue Dinge zu lernen. Vielleicht probiere ich die Seifenherstellung aus und du kannst das Programmieren ausprobieren. Ja, das wäre lustig. Wir können unsere Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Ich werde dir den Link zu dem Programmierungsvideo schicken, das ich angeschaut habe. Du kannst es dir anschauen, wenn du Zeit hast. Bitte mach das. Ich bin neugierig zu sehen, wie eine einfache Webseite erstellt wird. Neue Fähigkeiten zu lernen macht unsere Freizeit interessanter. Ich stimme zu. Es ist wie ein kleines Abenteuer, jedes Mal etwas Neues auszuprobieren. Ich bin gespannt, wie mein erster Seifenriegel wird. Ich hoffe, er wird bunt und riecht gut. Ich bin mir sicher, dass er großartig wird. Folge einfach den Anweisungen und denke daran, bei der Natronlauge vorsichtig zu sein. Ja, ich werde vorsichtig sein. Ich werde auch während des Prozesses Notizen machen, damit ich mich beim nächsten Mal verbessern kann. Das ist eine gute Idee. Notizen helfen dir, besser zu lernen. Ich schreibe immer Tipps und Schritte auf, wenn ich ein neues Rezept ausprobiere. Vielleicht können wir eines Tages sogar einen kleinen Workshop planen. Wir können Freunde einladen, um gemeinsam Seife herzustellen oder zu kochen. Ich liebe diese Idee. Ein Workshop wäre eine lustige Möglichkeit, das, was wir gelernt haben, zu teilen und neue Leute kennenzulernen. Wir können es für nächsten Monat planen. Ich werde einige Freunde fragen, ob sie interessiert sind. Großartig. Ich helfe dir, es zu organisieren. Wir können einfache Rezepte vorbereiten und allen zeigen, wie einfach es ist, neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich freue mich darauf. Lernen in einer Gruppe macht immer mehr Spaß. Um unser Gespräch zusammenzufassen, was sind deine Hauptgedanken über das Lernen aus dem Internet? Ich denke, dass das Lernen aus dem Internet sehr wertvoll ist. Es gibt uns die Möglichkeit, viele Themen zu erkunden und in unserem eigenen Tempo zu lernen. Ich mag, dass es viele kostenlose Ressourcen gibt. Ich kann jederzeit ein Video anschauen, einen Artikel lesen oder an einem kostenlosen Online-Kurs teilnehmen. Ich fühle mich genauso. Das Internet hat Bildung zugänglicher gemacht. Ich mag auch, dass ich über verschiedene Kulturen, Sprachen und Hobbys lernen kann. Das macht mich neugieriger auf die Welt. Ja, neue Dinge zu lernen hilft uns zu wachsen und kreativer zu werden. Ich freue mich darauf, neue Rezepte auszuprobieren, programmieren zu lernen und sogar Seife zu machen. Jede neue Fähigkeit ist wie ein kleiner Erfolg. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich etwas Neues lerne, fühle ich mich selbstbewusster und inspiriert. Ich möchte weiterhin lernen und neue Ideen erkunden. Ich auch. Lass uns versprechen, das, was wir lernen, zu teilen und uns gegenseitig auf unseren Lernreisen zu unterstützen. Ja, lass es uns tun. Ich helfe dir immer gerne mit Rezepten und du kannst mir mehr über Programmierung und andere Themen beibringen. Ich freue mich auf unsere zukünftigen Gespräche.
Danke, dass du mich nach dem gefragt hast, was ich heute gelernt habe, Jack. Es hat Spaß gemacht, meine Ideen mit dir zu teilen. Danke, Emily, dass du deine Erfahrungen mit der Seifenherstellung und deine Gedanken zum Lernen geteilt hast. Ich habe viel aus unserem Gespräch gelernt. Ich freue mich, das zu hören. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert, auch neue Dinge auszuprobieren. Das tue ich. Ich werde mir das Seifenherstellungsvideo ansehen und vielleicht sogar am Wochenende ausprobieren. Ich werde dir auch den Link zu dem Programmierungsvideo schicken, damit du mehr über HTML und CSS lernen kannst. Das wäre großartig. Ich freue mich darauf, neue Fähigkeiten zu lernen. Lass uns in Kontakt bleiben und unsere Erfahrungen teilen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal darüber sprechen, was wir aus unseren Projekten gelernt haben. Ja, das würde ich sehr gerne. Danke nochmals, Emily. Hab einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Lernen. Danke, Jack. Hab einen tollen Tag. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.